Vielen Dank. Sehr geehrte Ballgäste, liebe VfB-Familie, es freut mich, Sie heute so zahlreich zum VfB Ball 2020 im Löwensaal unserer Stadt Hohenems begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßen darf ich unseren Bürgermeister Dieter Ecker mit Begleitung. Sportstadtrat Friedel Gold mit Begleitung. Stadtrat Johannes Drechsel mit Begleitung. Stadtrat Markus Klier. Von dem ich übrigens in die Schule abgeschrieben habe, für die, die es nicht wissen. Stadträtin Angelika Metzer mit Begleitung. Und die VfB-Ehrenmitglieder Edi Eisenhofer mit Begleitung. Der Galerie. VfB-Ehrenmitglied Guntram Fussenecker mit Begleitung. Ehrenmitglied Franz Schifferer mit Begleitung. Ehrenmitglied Alex Seidel mit Begleitung. VfB-Partner Colini, Geschäftsführer Günter Reis. Von VfB-Partner KWO Tanja Rübisser. Sowie die Trainer unserer Kampfmannschaft, der Trainer unserer Kampfmannschaft Peter Jakowitz. Alle anwesenden VfB-Nachwuchstrainer und natürlich meine geschätzten Vorstandskollegen vom VfB. Vielen Dank. Ebenfalls begrüßen möchte ich von unseren 3 Kampfmannschaften sämtliche Spieler, die anwesend sind, vor allem hier auf der linken Seite. Und natürlich ganz besonders das Hohenemser Ritterpaar, Gerhard und ihre Lieblichkeit Christine Sanke Holscher. Wie schon die letzten Jahre freut es mich wieder, auch heuer auf ein erfolgreiches Kalenderjahr 2019 zurückblicken zu dürfen. Mit tollen Leistungen unserer Kampfmannschaften und vor allem hier ist hervorzuheben der Landesmeistertitel unserer U18-Mannschaft mit Trainer Marian Banner. Wird das abgelaufene Vereinsjahr wiederum als ein sehr erfolgreiches in unsere bald 100-jährige Vereinsgeschichte eingehen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren zahlreichen Trainerinnen und Trainern und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihre großartige Arbeit und Unterstützung. Wie die meisten wohl mitbekommen haben, konnte sich unsere Kampfmannschaft für das Meisterplayoff der Regionalliga West im Frühjahr qualifizieren. Hier dürfen wir uns im kommenden Frühjahr auf zahlreiche tolle Spiele gegen sportlich starke Gegner freuen. Auch freuen dürfen wir uns über die tollen Ergebnisse unserer 2. und 3. Kampfmannschaft in ihren Leistungsstufen. Auch im gesellschaftlichen Bereich stehen 2020 wieder zahlreiche Highlights an. Die ersten Termine möchte ich hier erwähnen. Das ist am kommenden Samstag, heute in einer Woche, 8. Februar, 19 Uhr, ein Termin, den man sich unbedingt merken muss, im Clubheim, das Opening-Konzert, Solo-Konzert von Hohenems Legende Mario Brandl. Die Faschingsfeiern am großen Montag und das Kehrhausfest am Faschingsdienstag jeweils ab 16 Uhr. Und dann natürlich das erste Meisterschaftsheimspiel am 28. März gegen Titelfavorit
Pinsk aus Alwenden mit Europameister Christian Ziegler als Trainer. Alle Infos sowie die anstehenden Termine findet ihr natürlich auf unserer Homepage und auf Facebook. Zum Abschluss noch ein paar organisatorische Dinge. Für das leibliche Wohl sorgt heute wiederum unser VfB-Partner Mike Häfele Catering mit seinem Team. Die Saalbar ist dann ab 22 Uhr geöffnet. Hier arbeiten wieder unsere Barmädels vom VfB. Anna, der Applaus ist für dich. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Partyband X-Large. Und ja, wichtig zum Abschluss noch, bitte beim Tanzen auf der Bühne keine Gläser mitbringen, das ist ganz wichtig. Die Band wird es dann auch noch ein paar Mal durchsagen, da hat es nächstes Jahr leider ein paar Schäden gegeben. Und eine bisschen schlechte Nachricht zum Abschluss noch, wir haben heuer leider kein Katerfrühstück. Haben alles probiert, aber Habsburg hat leider so viel Arbeit in der Schotane oben. Wir haben ein paar andere Lokalitäten noch versucht, aber war leider nicht möglich. Für nächstes Jahr hoffen wir, dass es wieder klappt. Zum Abschluss möchte ich mich ganz besonders bedanken bei allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne für deren tolles Engagement. Somit bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim heutigen VfB Ball zu wünschen. Danke. Zeit, 20:21 Uhr. Tor für den World of Jobs VfB Wohnens. Oh, scheiße, falscher Text. Ladies and Gentlemen, ich heiße Sie recht herzlich beim VfB Ball 2020 willkommen. Das diesjährige Motto steht ganz im Zeichen der VfB Wunschbox. Unser Vizeobmann, Verantwortlicher für Veranstaltungsorganisationen, Eventmanager, Licht- und Tontechniker des Clubheim, EDV-Techniker, Fernsehmonteur im ganzen VfB-Gelände und Überwachungskamerachef, Herr Patrick Kalin, machte sich auf die Suche, um ein Moderatorenduo für die VfB-Wunschbox zu finden. Sehr, sehr viele Bewerbungen gingen ein. Unter anderem Größen wie Ernie und Bert, Stermann und Grissemann, Dick und Doof oder auch Siegfried und Roy, um nur ein paar namhafte genannt zu haben. Herr Kalin fiel die Entscheidung nicht gerade sehr leicht, aber hat sich nun für ein richtig starkes und vor allem schlagfertiges Moderatorenduo entschieden. Bekannt sind sie aus den Filmen wie Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, Zwei auf oder auch Zwei außer Rand und Band, um nur 3 ihrer legendäre Filme genannt zu haben. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nun hier auf der Bühne und nur für euch Bud Spencer und Terence Hill! Herrgott, ich habe ja gesehen, du sollst es nicht bei dem Typ da anmelden. Ja, aber einerseits ja schon gemeint, nach der ganzen Film, wo wir gedreht haben, sollte man vielleicht mal wieder ein kleines mehr Geld zusammenbringen, aber man denkt, so ein kleiner Fisch wie das der VfB ist, könnte man da anfangen, oder? Ja, das stimmt, aber du, ich hoffe, das mit der Kohle, das mit der Gage, das passt, oder? Das mit der Gage ist ausgehandelt, ist alles verhandelt, nicht verkauft, das passt. Okay. Das passt da auch nicht, das passt. Was für ein einer? Ja, der, du, man fragt schon, der Kalin, 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 Kamaya, Kalin, 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 Kamaya, Kalin, 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 Kamaya. Aha, das muss ja ein ganz besonderer Mann sein. Der hat sogar schon geschafft, zum Morgen das Lied mit VfB zu machen. Und von dem würden wir auch noch ganz viel zuhören. Aber kommen wir jetzt bitte schon endlich mal zu unserer eigentlichen Aufgabe, was wir eigentlich da vorhaben, was wir eigentlich da machen sollen. Also, also, das war der eine letzte Jahr, das ist ja nicht. Okay, ja, dann kommen wir zum eigentlichen Teil. Oh, da ist Lutschig. Oh.
Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen euch natürlich jetzt zum diesjährigen VfB Ball. Wir starten unter dem Motto VfB Wunschbox 2020. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Programm. Ja, also uns kurz zu erklären, die VfB Wunschbox funktioniert so. Man kann sich für einen Liederwunsch oder für gewisse verschiedenste Auftritte kann man sich etwas wünschen, Sachspenden oder Geldbeträge. Und da es ja nicht so billig ist beim VfB-Ball, habe ich gehört, da hocken sich auch einige mit einer dicken Geldtasche dahin. Da wären wir dann froh, dass wir ein bisschen was in die Kasse werfen. Herzlichen Dank. Genau, und aber was ich ja weiß, Ö3 macht das, ich glaube schon seit 5 Jahren machen die das schon zwinächt und dann sammeln wir noch eine schöne Münze. Das rentiert sich, glaube ich. Oh mei, das ist aber nicht 5 Jahre. Ja, 5 Jahre. Okay, der erste Wunsch, den ich habe, die Kultband, die hat dieses Jahr ein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und ich habe letzte Woche unseren Gary, Papa Gary, habe ich getroffen und der hat gesagt, wenn ich höre, dann VfB Ball die Kultband bringt, dann spendet unser Gary 48 Kanister von seinem originaler Most. Plus 2 von seinen Trötern. Ja gut, wenn du 2 Tröter kriegst, wenn er schon reinblasen hat, dann brauchst du die Kanister nur, wenn er schön fertig wird, dort mal reinbläst. Ja, das wird wohl sein. Aber kennst du die Kultband überhaupt? Ja, keine Ahnung, kannst du mir irgendwie helfen? Ja gut. Vielleicht schaffst du es ja, ich weiß nicht. Ist etwas dabei für dich? Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ja, wow, Brille hat jeder. Na, bitte. Okay. Das Publikum weiß es auch nicht. Okay. Mein fertig. Und jetzt? Jetzt klingt gerade, aber es sehen alle mit Chip-Tapes vielleicht. Hey, Mensch. Okay. Alle nicht. Das Publikum weiß es auch nicht. Der Bürgermeister? Nix, keine Idee. Jetzt? Okay, ich habe eine kleine Vermutung, aber herrscht mal noch einen Tipp. Ja, und der Fall, den hast schon gewusst, dass du so ein Haufen da oben bist. So. Ja, ich weiß es, wissen Sie? Richtig, Sie sind da. Jawohl, da haben wir recht. Meine Damen und Herren, viel Spaß, Bühne frei mit CC Top und die besten Hits der letzten 50 Jahre.
Ist das, was für eine Leistung von der, und das schon mit weit über 70 Jahren, ich werde ja mittlerweile schon fast 90, wenn der betritt. Das glaube ich nicht, dass du 90 geworden wirst. Schluck dir mal an. Das wird jetzt sagen, ja, wir haben voll durchtrainierter Körper, warm ist es. Aber mit durchtrainierter Körper, lieber ein kleines weh auf der Hüfte, als wir so ein Spargel total so wie es du bist. Aha, du und durchtrainiert. Du bist eher Vollstopf mit Fastfood. Und ich glaube, du bist sicher Stammgast bei Lieferservice Bofrost und Co. Ja, mit der stellst du natürlich schon hier und da etwas, aber jetzt guck mal, was jetzt du hast keinen Bofrost gesehen. Ja? Bofrost, da fällt mir was ein, da hat doch der Vorarlberger, der Vögel und der George Nussbaum haben da ein Lied geschrieben, oder? Ja, ist richtig. Geschrieben hat es der Vögel, wenn der Nussbaum musiert nimmt. Ja, das könnte schon sein, aber jetzt eine andere Frage. Hast du schon mit Frau von George Nussbaum gesehen? Nee. Wieso ist das ein guter Hass? Keine Ahnung, aber wer hat es auch nicht gesehen? Ja, das kann sein. Aber kaum reden wir da vom Liederwunsch, haben wir da mit einem Liederwunsch, oder? Kommt der Mail? Ja, ja, nächster Auftritt, kommt der Mail rein, da vom Mountainbike Club, lahme Kurbel, nasse Gurgel von Fraxrer, die wünschen sich für 1200 Liter originaler Fraxner Kriseschnaps, der Song von Mr. Bofrost. Bühne frei. Hier nun für euch der Mr. Fahrrad mit einem seiner Klassiker. Silbertal schuppert aus
Hohenems und Langeneck, Schröcker lass sie auch ihr Werk, Höchst und Breger samt der Flur, der Riefen spöckert oder zur. Wir haben die besten Tränen, vor ganz vor Adelberg, den Ländle wie ein Zwerg. Wir haben die besten Aufwuchstränen, vom Fußball viel Verstand, für die Jungs das besteht und Mercedes und unser Werk, Anspruch, Mittelberg, Itau, Betau, Mellau, Fraxter, Feldweg und Verstands, Klösterweg und Aufwandlands, Geissau, Lognau, Dissau, Schnepfau, Lustenau, Dornberg, Krumbach, Bürst und Haag, Truntek, Loren. Dornberg, Krumbach, Bürst und Harz, Hochding, Sulzberg, Dünz und Bad, Reute, Randwald, Schliefisch, Stries, St. Anthony und Glorius, Klos und Koblat, Klos und Dora, Galla, Kirga, Samka, Schura, Eck und Brand und Sulz und Schruh und Chaco in Montafu. Wer sind unsere größten Gegner? Dornbirn, Lustenau und Alter ganz genau. Existieren wir nie verlieren. Es kriegt denn jeder, aber wirklich auch zum Spürer. Langsam geht's am Ende zur, glauben wir, das wird noch nur 96 Hemdli werden's mit St. Gerold und Laterns. 19 schwarzer Mückersbruch, Langen 1 und Langen 2, Alltag Bludenz und Staleer, Thüring mit und ohne Berg. Wolfurt, Bildstein, Bartolomä und den Vater Meiningen, auf der Münz und Meiningen. Und dann fällt nur noch da los, Gott sei Dank jetzt nur noch aus. Etwas, was ihr verpasst, der erste FC Forst hat das.
super Applaus, Dankeschön. Nachdem wir jetzt runter ausgegangen sind im Land, es gibt einfach noch mehr, vielleicht noch eine ganz kleine Widerle, habe ich mir gedacht, es gibt ja bei uns im Verein so super Burschen und für die habe ich jetzt noch, da hätte ich noch ein Ströfchen gedichtet auf unsere Kampfmannschaft. Ja, noch mehr geht schon. Klammer, Benjamin, Luca, Vater und der Tim, Matze, Brucker, Fabian und Glanzer und Kalkan, Kevin, Noel, Stefan und Sinan, Ossi, Iris Sohn und Kelvin, Gechter, Nico und ich, Funky und der Eins und Hauni 2, Mirko, Iris, ohne Flo, Patrick, Deni, Beko, Berki, Vegi, E und Ewe, Jakobetz und Fahrete, das alle schreit Fitz und Owe, Harry, Simon, jetzt ist nur, jetzt kriege ich den Ogleier Ruhe. Wir und die beste Spieler, vor ganz vor Adelberg, dem Ländle wie ein Zwerg. Wir und die beste Spieler, die gern ins Club heimgehen, sich alle gut verstanden, ja. Wir und die beste Spieler, vor ganz vor Adelberg, dem Ländle wie ein Zwerg, ja. Ins Club heimgehen, alle gut verstanden, ja. Wir die besten Trainer, vor Adelberg, der Ende wie ein Zwerg. Wir haben die besten Trainer, die alle viel verstanden, das ist das Beste dann. Dankeschön! Sportlich unterwegs, da bist der Fahrer, ne? Land auf, Land ab, überall fahrt er mit dem Rad an. Jetzt schauen wir mal erklären, was da so viel Publikum umeinander ist. Ja? Das ist ein erster Teufel. Aber du, jetzt wo wir gerade da sind, oh, da ist ein Stühle frei. Ich habe da einen besonderen Gast neben mir. Meine Damen und Herren, neben mir hockt der Trainer von der ersten Kampfmannschaft. Bitte einen großen Applaus für Peter Jakowitz. Und ebenfalls da ist Synchrontrainer Hans-Peter. Ebenfalls ein herzliches Bis gut. Keine Angst, Peter. Nur uns so kurze Frage. Was siehst du zur Vorbereitung? Erstes kurzes Resümee. Wie schaut es aus? Kurzer Bericht für die Fans von hinten. Bisher viel Trainings. Spiele waren jetzt im Weg nicht so gut, heute war es schon besser. Aber ich denke, es wird noch besser und dass wir im Frühjahr gute Partie und die Figur haben. Für alle, die es nicht wissen, ist der VfB hat heute gegen den Zweitligisten FC Dornbirn nach hartem Kampf knapp mit 3:2 verloren. 20 Kilos und Applaus für mich. Ja, aber Peter, bleiben wir sportlich. Wie schauen denn jetzt die Ziele aus in der neuen Elite-Liga?
Wo werden wir überhaupt annehmen? Ja, wenn es nach mir ging, wenn es nur nach mir ging, dann natürlich nach oben. In Bundesliga, ganz zufällig. Ja, es gibt eine Liga dazwischen. Ah ja, gut, dann kommen wir in die zweite Liga. Okay, und wie schaut das reale Ziel aus von der Mannschaft, vom Betreuerteam, vom Verein? Ja, ich denke, dass wir eine gute Figur im Frühjahr abgeben möchten. Irgendwo so, ich glaube, wir dürften es würde sich immer dritt werden, 3 bis 5, durcheinander. Die Favoriten sind klar, die kommen aus Salzburg. Tiroler Vereine sind Oberts, das wissen wir von der Regionalliga noch. Ja, und wie gesagt, wenn es super läuft, ist Platz 3 denn, so ist es halt Platz 4. Da sind wir auch schon zufrieden. Aber wir gehen aufs Stockerl, das passt. Herzlichen Dank, Peter! Ja, Gerenz, du hast jetzt den Chef von der ersten Mannschaft gefunden. Ich habe den Chef vom Verein gefunden. Ich habe den Obmann, den Harald Achenreiner, gefunden. Harry, bitte, ganz kurz ein, zwei Fragen. Wir haben jetzt die Ziele und die Zielsteckung vom Trainer von Peter Jakobitz gehört. Wie denkt der Verein darüber, wo wird der Rane und wie sind die Ziele die nächsten Jahre? Ja, jetzt kurzfristig mal im Frühling natürlich so viele Punkte sammeln wie möglich. Mittelfristig müssen wir uns natürlich, weil wir gehen immer in jedes Spiel rein, dass wir das gewinnen wollen, also zwangsläufig geht es immer um den ersten Platz. Und klar, schauen wir, wie sich das jetzt weiterentwickelt die nächsten Jahre. Okay, spielermäßig hat man da auch schon was gemacht. Kommen noch welche Spieler? Ist man da noch welcher dran? Ja, eigentlich sind wir jetzt fertig, was ich weiß. Wir haben ja 3 Neuverpflichtungen, plus jetzt noch der Tormann. Und ja, das wird es eigentlich jetzt sein. Okay, super. Vielen Dank, Harry Achenreiner. Ja, danke, Bart. Spezial. Du bist der Chef vom Verein, aber ich bin noch eine Stufe höher. Ich habe das Oberhaupt von der Stadt. Ich habe den Herr Bürgermeister Dieter Ecker. Servus. Der Bürgermeister, ein großes Thema momentan. Wir sind belastet in der Stadt Hohlungs vom Verkehr. Beim VfB schon ein Huferverkehr. Wie verfolgen Sie als Bürgermeister den ganzen Verlauf vom Verein? Wie schaut es aus? Wie verfolgt man das so als Chef von der Stadt? Ja, nur positiv. Also man hat insgesamt ja das wirkliche Glück, dass man eine unglaubliche Vereinslandschaft hat in Hohlungs, über 100 Vereine. Und der VfB ist natürlich, das muss man sagen, ohne Schmeichler ein absoluter Aktivmotor in unserer Stadt. Nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich die beste Feststellung beim VfB. Das werden wir gerne und das kann ich nur zustimmen. Herzlichen Dank, Peter. Ich habe jetzt aber nochmal eine Frage. Wie schaut es aus? Was sieht man von der Stadt? Wo sieht man der VfB? Naja, jetzt schauen wir mal. Also natürlich soll es im Aufwärts gehen, aber es sollte finanzieren bleiben. Also ich glaube, wo wir jetzt sind, ist optimal angesiedelt. Wichtig ist mir, dass der Nachwuchs kommt, dass der eingebunden wird in die Mannschaft. Das Konzept passt super gut, dass wir immer ein paar 70% eigene drin haben, machen so weiter, dann sind wir absolut zufrieden. Und dann haben wir noch genug Zeit, um einen Gurktaler trinken miteinander. Das sind ehrliche Worte. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Dieter Ecker. Ja, Gerenz, jetzt haben wir alles gefunden. Jetzt haben wir den Chef von der Mannschaft gehabt, den Chef vom Verein, der Chef von der Stadt und ich kriege gerade die Infos der Regie, dass uns noch aus Wien der Bundespräsident, der Herr Alexander van der Bellen, zugeschaltet ist. Herr van der Bellen, grüß Gott. Grüß Gott, liebe. Entschuldigung. Hallo, hören Sie mich, Österreicher und Rinnen? Hallo? Grüß Gott, Herr van der Bellen, wir hören Sie gut und deutlich. Eine kurze Frage, was bewegt Sie dazu, hier bei uns bei der Wunschbox anzurufen? Liebe Österreicher und Rinnen, schauen Sie, meine Frau Doris wollte beim Homeshopping etwas bestellen und ich habe mich irrtümlich verwählt.
Okay. Sie hat sich verlegt. Okay, das war kein gewollter Anruf, aber wenn wir Sie gerade dran haben, eine kurze Frage, und zwar, Sie sind ja leidenschaftlicher Raucher und am 1. April werden ja die Tabakpreise wieder erhöht. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Liebe Österreicherinnen, schauen Sie, hierzu mache ich mich noch überhaupt keine Gedanken. Bis dahin könnten noch so viele Politiker-Videos auftauchen, die dann wieder zur Neuwahl führen, könnten, und wir müssten wieder eine neue Regierung bilden. Pat, jetzt hör auf. Nimm dem alten Tempo Spende ab, sonst kommen wir da nicht weiter hin. Herr Van der Welle, wir müssen leider zum Schluss kommen. Ganz eine kurze Frage, und zwar erstens bei der ersten Nummer, wo wir gehabt haben, das war Sissi Top, da wurde gerannt. Bei der zweiten Nummer, das war der Mr. Fahrrad, der war mit dem Fahrrad unterwegs. Was fehlt nun noch für einen typischen Triathlon und was wünschen Sie sich und spenden Sie? Liebe Hohenenser und Rinnen, schauen Sie, Schwimmen fehlt noch. Und für 2 Schachteln rote Chesterfield und 1.000 € in Bar wünsche ich mir in diesem Fall was, wo sich im Wasser abspielt. Alles klar. Vielen Dank, Herr Van der Welle. Und nun viel Spaß, Bühne frei und Vorhang auf für die Synchronschwimmer. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisce.
gesehen. Plastikbadekapper und Schwimmbrille. Und das, wo unsere Umwelt und unsere Meere schon voll sind voller Plastik. Das wird der jüngste Klimaterroristin der Greta Thunberg wird das nicht gefallen. Das ist keine Terroristin, das ist eine Aktivistin. Klimaaktivistin ist das. Ja, ist ja gleich. Aber die Stadt Holland hat so etwas da für die Umwelt. Letzte Woche sind wir eine Klimabündnisgemeinde und seit längerem sind wir eine Öko-5-Gemeinde. Da haben wir schon aufgepasst. Ja, das mit der Öko-5-Gemeinde habe ich auch schon gehört. Jetzt hat sie sogar schon Rasenmäherroboter aus dem VfB, oder? Ja, das stimmt, ja. Aber da hat sie, glaube ich, am Anfang saubere Programmierprobleme gehabt, mitgekriegt. Ja, das habe ich auch gehört. Dort haben sie am Anfang, ist es so gewesen, die Zeitungen betitelten Torhüter Hauenschmidt bekam unangenehmen Besuch im 16er. Da ist der Rasenmäherroboter irgendwann losgefahren, ist ins Mal reingefahren, zu dem man nicht im 16er drin gehabt. Ach so, ja gut. Jetzt in dem Fall ist da der Chef vom VfB nicht dabei gewesen. Da sind die Finger nicht im Spiel gekommen. Ja, der Kalin, Kakalin, Kakalin, Kamaya. Kalin, Kakalin, Kakalin, Kamaya. Kalin, Kakalin, Kakalin, Kamaya. Nein, aber nicht. Aber da verschlägst du doch das Mal, wenn der Rasenmäher da reinkommt, dann kriegst du Angst. Ja, das verschlägst du, aber das bist früher, letztes Jahr beim VfB schon verschrocken, wo der Rassel selbst schon nicht da war. Da schon gemeint, du rennst gegen so eine schwarze Wand. Ja, und der hinter denen gestanden ist, das war noch nur, aber der hat jetzt aber schweren Herzens, hat der jetzt wieder zurück müssen auf Afrika. Ja, aber schweren Herzens haben wir verloren, aber du, Scheiße, jetzt ist mir, wenn ich das Handy, das Telefon, Anruf in Abwesenheit, Lasser Chappi hat mir angerufen, was hätte zu der Welle? Lasser Chappi zurück. Rufen zurück, der soll da was spenden. Ja, der rufen an. Der will sehen einen Spieler. Fürs vermitteln, dass wir wieder ein bisschen Farbe im Spiel haben. Hallo? Hallo, wer ist da? Lasser, bist es du? Oh, servus, ja, Sie. Oh, Lasser, Was mein ist Freund. Ihr habt probiert, aber was nicht da? Wie geht's dir? Ja, servus, ich bin Ägypter als Trainer. Ah, wo bist du hin? In Ägypten. Oh lala, schön. Und wie läuft's? Salam, Scheich. Ja? Wie läuft's bei Gut, dir? gut, wir haben 5 Spiele, haben wir 2 gewonnen. Ja, gratuliere. Ja. Scheich ist zufrieden, weißt Du, super, aber du, ich hab gesehen, du hast mich angerufen. Was ist Ja, das? ich habe Fax gekriegt, oder? Und Mail habe ich gekriegt. Das ist Bruder der Spieler. Ja, Spieler können wir alle brauchen. Ich habe gute Mann, Stürmer, kann aber auch Tormann sein. Okay, ja, das brauchen wir eh. Er ist groß. Ja, das ist super. Lange Arme. Ich 5 Jahre gesessen wegen Stellen. Perfekt, Lasser. Du, aber jetzt haben wir sind da beim VfB Ball bei der Wunschbox. Da kann man sich Entschuldigung, spenden. Kamel. Was? Hallo? Störung. Jetzt bist du noch dran? Ja, ich bin schon noch dran. Schön wieder mal Vorarlberger, ich höre, ich kann immer noch reden. Du, ich wollte nur fragen, was du spendest. Spender? Ja. Margot Sakrament, immer schon. Ja. In Ägypten spendet man Kamele, aber habt ihr oben schon genug? Okay. Aber ich habe gute Zeit, ich kann 2000 Euro kann ich schon geben. Alles klar. Okay, so Frau nix. darf ich nicht. Tust nix. Nur Geld. Okay, ja, passt. Bist du noch dran? Ja, Lasser, danke. Ja. Vielen Dank für deine Spende. Hey, ich habe Spiele noch für dich. Ein Spieler auch noch? Ja, sicher. Ja, dann schick ihn mal auf die Bühne. Giuseppe Dunga, er ist momentan in Schwarzwald. Okay, ja. Chuta. Vielen Dank. Bitte, hab mich gefreut. Servus. Lasser, alles Gute. Schöne, ciao, servus. Schönen Abend. Ciao, Digimulov, proszę. Danke. Begrüßen Sie nun die Spielervorstellung von Lasser Chappi. Willkommen auf der Bühne, Papa Dunga!
Papadunga. Bubele Gumba, bitte singen gern. Na, si venga, Margarita, la va, Papadunga. Papadunga singa, Bubele Gumba singa auch. Na, si venga, Margarita, la va. Gute Bubele Gumba. Na, si venga, Margarita, la va. Du bist zu früh. Direkt kannst du schon. Zu früh. Du wartest in der Bühne. Ich warte hinter die Kohle. Ja, du holst auf Papa, du später. Nein, singen später. Dolce Gabbana? Nein, nicht Dolce Gabbana, später. Dress, Dress, nicht Dolce Gabbana. Billige Okay, Marke. bisschen eine Marke. Warte hinter der Bühne. War das doch jetzt vielmals Lord, das ist jetzt wahnsinnig schade. Das war unser heutiger Überraschungsgast vom Abend, der Papadunga. Er ist seit dem Winter bei uns dabei in der Kampfmannschaft vom VfB Ball. Ursprünglich einmal als Stürmer verpflichtet. Im Moment probieren wir ihn als Tormann. Jetzt schauen wir halt einmal nur, was für Doppelspieler aufeinander kommen. Möglich gemacht worden ist der Transfer für unseren Hauptsponsor von World of Jobs VfB Hohenems. Und dort hat sich ganz stark bemüht der Herr Peter Malin, wobei da steckt natürlich ein gewisses Eigeninteresse oder dahinter, die man, wenn der jetzt Radler gehört hat, das klingt ja bei mir, wie wenn man mit Peter im VfB-Club noch am Heimspiel ein Spiel führen will. Ganz billig war der Papadunga natürlich nicht, deshalb hätte man auch gerne ein Geldsammler, also Röhrgeld. Als VfB-Gast sind wir das eh gewöhnt, dass man ständig ein kleines Geld auf den Sack zieht und sonst Corona-Spieler. Vorher täte man der Papadunga natürlich aber gerne ein bisschen vorstellen, woher er so kommt, und das ist ein kultureller, anstrengender Beitrag. Dafür haben wir die professionelle Karte angefertigt von dem Italien da. Ja, also der Papadunga, der kommt aus Kenia und das kennt ja jeder. Sein Stamm, der stirbt leider aus. Das ist sehr schade. Aber ich meine, jetzt ehrlich und uns gesehen, uns Europäer ist das eher Senegal. Ich habe ihn gefragt, weil es interessiert mich immer, da bin ich ein bisschen wütrig, wenn ich neue Leute kennenlerne, was er so für Hobbys hat. Den seht ihr ganz klassisch natürlich, ja, er hat gern Äthiopium-Raucher. Und den seht ihr Fahrradfahrer. Dann denke ich mir, ja, Fahrradfahrer, ja. Dann seht ihr, ja, das sei aber schon ein kleines Problem bei einer Runde, weil wenn das Bike zu lang im Dschungel steht, dann hat man schnell Mosambik. Hola, Papadunga, una fana, Papadunga, Aber was tust du da? Ja, Papadunga, orange, momento. Oh, alguna patata? Papadunga de orange? Moment. Papadunga nach Hause telefonieren. Nach Hause. Papadunga nach Hause telefonieren. Nach Hause. Papadunga. Nach Hause. Das funktioniert bei uns so nochmal. Warum Das nicht? funktioniert nicht. Warum nicht? Orange gibt's Nummer. Gibt es immer Orange? Aber Telefon? Orange gibt's noch. Und ich steck dich hier ohne hinter. Nein, Das ist überhaupt da. Warte hinter. Papadunga immer falsch gemacht. Unglaublich. Komische Netz. Wahnsinn.
hebt sich eine Null-Absprache im Entspannt mit der Chakra. Nein, also, da haben wir eine Arbeit, die erste Mannschaft zur Wille bringen. Und aber unter das ist gesagt, und wir Europäer, wir wollen immer die ganzen Dunkler, die können alle so super tanzen. Ich meine, der kann ja eigentlich überhaupt nicht tanzen, oder? Ich meine, er tanzt der Sambia ganz okay. Nicht jetzt so wie ich bin jetzt nicht so ein guter Tänzer, darum tanze ich nie. Um es kurz zu machen, also mit dem Cup der guten Hoffnung, täten wir jetzt gerne ein kleines Geld sammeln für ein Papa Dunga. Vorher sagen wir aber natürlich nur ein wahnsinniges Hobby für ihn, das ist Trommeln. Es ist ja so, wir Europäer generell oder wir wollen eben so ein Problem mit fremder Sprache, fremder Kultur. Wenn wir denn die Leute aber ein bisschen besser kennenlernen, fällt das uns schlussendlich vielleicht das jetzt zum Akzeptieren und dennoch zum Integrieren. Hey! Hakuna Matata! Papadunga! Papadunga mit der Trommel. Aber alle mit der Kalatsche? Ungefähr eine halbe Stunde. Oh, Babadunga, wie genau wollt ihr Babadunga? Schalalala, 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 ja, Belinda, ja, hören, Moment mal hören. Türkisch, Moment, jetzt kommt Input. Wigigi wenga, waitala waka, wigigi wenga, vitaliga kunogata, okay, 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 wigigi wenga, waitala waka, wigigi wenga, vitaliga kunogata, okay, okay. Papadunga, essa fresa. Papadunga, fresa, papadunga, essa fresa. Troma la fresa essa. Domus, Keguru. Shana itzele. Papadunga. Unga essa, Bürgermeister, hast du nichts essa meine? Keine Schnitze nicht. Ah, da hinten. Oh, Papadunga essa. Hallo. Papadunga, Unga. Hallo. Hakuna Matata. Oh, Mama Dunga. Mama Dunga. Boleh, nak pakai, nak apa? Esa. Hallo. Hallo Esa. Angestellt haben. Angestellt. Ah.
Oi, Papa Dunga essa, Gagarinka, Mama Dunga. Oh. Oh, Papa Dunga. Essa, bisschen. Gut, jetzt gut. Und ein bisschen, Papa Dunga, bisschen machen, bisschen. Oh, Anaconda, bisschen machen, oder? Drei Sprachen, bitte. Bitte kaufen. In 3 Sprachen. Ein bisschen. Wo bisschen? Bisschen, Papa Dunga, komm mal ein bisschen Tanzer machen. Komm ein bisschen, gut. Ein bisschen. Na, hör auf jetzt. Bisschen Tanzer machen. Ich hab gesagt, den Scheiß machen wir Bisschen nicht. Tanzer Der machen. Hütschnitzel weg. Ich kenne gut die Afrika-Tanz. 30 Minuten. Na komm jetzt. Du bist in der Kampfmannschaft, nicht in der Tanzgruppe. Aber ich tanze mal. Dann bring halt den Ich Scheiß will tanzen nicht machen. da. Komm jetzt. Hey! Komm mal bitte. Ja. Ich sage, du nicht sagen. Oh, nicht kommt das da. Hey, so, ja. Hey. Die normale. Komm, normaler. Jetzt was nach Punkt. Jetzt was nach Punkt. Konzentrier dich jetzt. Hey! 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 3 Minuten. Hey! Na, was denn kann ich nicht so? Was ist mir auch nicht gehört? Hey! Guck mal! Tanza! Whisky! Tanz! Komm, mach fertig jetzt. Ich kann noch was. Nochmal! Und stopp! Easy! Babaluka! Der hat so gut Fußball spielen. Babaluka? Wo jetzt wie gekauft? Komm jetzt, weg doch. Das gekauft? Mein lieber Entschuldigung. Das wäre ja der nächste Exportspieler, wo man VfB landet wird. Ja, von der Exportspieler haben wir die letzten paar Jahre mit wenig gehabt, ja? Da hast du recht. Da hat unser Exportmanager, der Franz Schiffer, schon immer ein gutes Händchen gekriegt. Ja. Nicht nur ein gutes Händchen, er hat noch alle jemanden daheim gehabt und an der Rasen gefeilt hat und ums Haus getragen hat. Das stimmt ebenfalls, ja. Was haben wir denn da als gehabt? Zuerst haben wir Brasilianer gehabt, dann haben wir Rumäner gehabt, Afrikaner haben wir schon gehabt und in der Saison haben wir sogar schon Japaner. Das kommt als nächstes. Vielleicht verpflichtet sie mal einen Jamaikaner, aber den musst du aufpassen, der rückt bis so das ganze Gräsfurt auf dem Rasen. Das bringt ja noch nichts. Das kann gut sein, ja, da muss man Obacht geben. Aber du, ja, Regie gibt mir jetzt gerade durch, warte mal schnell. Ja, okay. Aufgrund von der Zeitverschiebung haben wir jetzt da die nächste Einspielung, haben wir jetzt aufgezeichnet für euch. Wer tät sich jetzt der nächste Act wünschen? Regie, bitte. Servus Österreich, Servus Hohenems, Servus die Action, ich bin's der Ami. Der gute Adonis, das ist ein guter Freund von mir.
Die wollten einfach mal und so. Du seid oben der VfB Ball des VfB Ball in der Hall of Lions stattfindet und man sich in der Wunschbox was wünschen kann. Ich bin gerade in Hollywood mit meinem Freund Sylvester Stallone. Sylvester, lass die Leute in Ruhe, das ist keine Bedrohung für uns. Filmset für unseren neuen Film Arnie Goes Klimaschutz. Der gute Hannes und ich waren früher immer in Brunn beim Girls am Trainieren. In die Muskeln und in die Leber. Lieber Hannes, lieber Harold, lieber Patrick, ich möchte euch und allen Verantwortlichen, Sportlern, Gönnern und Fans des VfB Hohenems recht herzlich zur neuen Saison und den Transfers gratulieren. Die kommenden Jahre Silvester, nicht auf der Straße trainieren. Ihr seid für den VfB und somit für alle von entscheidender Bedeutung. 2020 muss unbedingt der Turning Point für die neue Clubheimführung und die Trikotausrüstung werden. Auch das Thema Klimaschutz ist bei eurem Verein mit großer Verantwortung aufgenommen worden. Der neue Rasenroboter ist ein Meilenstein für den Club und auch für die Rosenpflege. Ach ja, und als nächstes Musikwunsch hätte ich gerne, und das ist auch ein guter Freund von mir, der Andreas Cavalier. Also, macht's gut, Hohenems. Hasta la vista, baby. I'll be back. Ja, man kennt schon den Armin. Und der Armin hat uns nach dem Interview noch oft dann gesagt, er liegt so viel an dem Verein auf das an, er hat gleich einen Hammer verkauft und er hat 30 von ihm seine Lieblingszigarre drauf und der die 45.000 US-Dollar, die er dort eingenommen hat, auch gerne am Verein übergeben. Das ist schon mal eine Spende. Meine Damen und Herren, Bühne frei für der Kollege von Arni, Andreas Cavalier! Jodi, 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 VfB. Du musst uns schauen und du, wo wir genau, was du mit mir machst, wenn du mit mir machst. Wie und du und der Mannschaft so und dann singen und abbauen alle zusammen. Super, Hohenems. Super gemacht, klasse. Aber das nächste Lied, das mich vor Jahren einmal dahergebracht hat in die Tennishalle, das war doch da super Event damals. 3000 Leute, 1500 vor der Tür. Na, so super. Und das Lied, das ich damals gesungen habe, was geheißen. Wie hat das geheißen? Ich singe ein Lied für dich. Aber nein, das war nicht das Original. Original hat das geheißen, hast du einen Trink für mich? Und ich tue heute in Hohenems da bei euch. Jodi, 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 jodi. Jodi, 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 jodi. Hast du einen Trink für mich? Und alle aufgehen. Hände in die Luft! Super!
für mich, lass uns ins Club heimgehen, bis wir die Sterne sehen. Das Spiel ist aus, wir gehen noch nicht aus. Und beim VfB jetzt nach dem Spiel erst geschehen. Hast du zu mir gesagt und ich hab gefragt, wie viel Gras hat mein Engel halt vertraut. Mit kleinen weinenden Augen, wo sie angeschaut, weil mein Engel in der Nacht so viel lieber lacht, weil der Anruf ist geschnappt und ich hab's gedacht, dass er jetzt noch ein Flieger hat. Und alle zusammen! Was will für mich? Und dann frag ich dich, was mit dir feiern geht, ja dann begleite ich dich. Hast du einen Blick für mich? Lass uns ins Club gehen, bis wir die Sterne sehen. Nach dem dritten Korridor ist sie fast schon K.O. Und das Engel zum Teufel, das ist einmal so. An ihrer Küsse geht und hab's ganz lieb gefragt, was der Engel hat und rufen mag. An die Bahn sag ich ihr, dann die Ausgangstür. Jetzt war mir klar, dass der nicht davor. Wenn ich wusste, was passiert, wär ich nicht so verwirrt, weil mein Engel auf den Goschen fliegt. Und was will der Brief für mich? Und dann fragst du dich, was will die Feier gehen? Ja, dann begleite ich dich. Was du ein Brief für mich? Lass uns ins Club heimgehen, bis wir die Sterne sehen. Was du ein Lied für mich und dann frag ich dich, was mit mir feiern geht, ja dann begleite ich dich. Was du ein Lied für mich, lass uns ins Club heimgehen, bis wir die Sterne sehen. Was du ein Lied für mich und dann frag ich dich, was mit mir feiern geht, ja dann begleite ich dich. Was du ein Lied für mich, lass uns ins Club heimgehen, bis wir die Sterne sehen. Für die Holen Stelzen! Bitte. Was ist jetzt mal los? Bin ich jetzt krank geworden oder was ist? Ich habe mich gerade verkühlt. Ich bin ja 25 € eigentlich kein so gut dabei, oder was ist das? Keine Ahnung, ist schon mal der frisch dahinter. Aber wir können ja schauen, ob wir nächstes Jahr vielleicht um 28 € geht, dass dann vielleicht Heizungen dabei sind, damit man sich dahinter eine kleine warme Location vermarkten. Aber das bespricht dann noch, das meine ich noch mit dem wie war's da? Kakalim, Kakalim, Kabaya. Kalim, Kakalim, Kakalim, Kabaya. Kalim, Kakalim, Kakalim, Kabaya. Ja, aber jetzt, wo ich auch so krank bin, ich fühle mich einfach ein bisschen krank, aber warte, es gibt einfach all mehr Krankheiten. Wir haben vor allem mehr Unheilbare. Es hat jetzt ja hochgehört, jetzt sehen Sie anscheinend auch die heimtückische und beinahe unheilbare Männergrippe in den Top 5 der gefährlichsten Krankheiten weltweit. Ja, das stimmt, ja. Aber da passt gerade der nächste Wunsch auch dazu, das passt perfekt. Aber der oder wieder, oder das, was das jetzt macht, ist schon ein bisschen krank. Ja, die Wortschätze, wer ist da so krank? Ja, krank ist jetzt ein böse gesagt, aber Conchita, ich weiß nicht, was man zu diesem Begriff sagt, aber Conchita wünscht sich jetzt für ihre Freundin einen Song der Sarah Connor. Das Lied Vincent hat sie da rausgebracht.
Conchita hat als Spende, hat sie uns eine Symbolkleid spenden vom Song Contest plus 4 Brusthaare fördern. Ja, okay. Immerhin, das ist immer eine schöne Spende, weil ich habe von denen gesagt, Bühne frei für Vincent. Gut. Kröchel da.
Geh was willst Aber dann gehe ich mit, weil allein lässt dich nicht gehen. du? Okay. Weißt du was? Du gehst eine Hose anlegen. Ja. Das Liebling kannst du anlassen, stinken ist eh wurscht da drinnen. Aber ich muss mir noch ein bisschen schick machen, weil so gehe ich sehe nicht am Fußballplatz. Gescheiter ist es, ja. Also, du vorwärts, weil du willst ja sehr pünktlich sein, oder? Ja, aber das fängt eh gleich an. Ja, eben. Also, hopp, zack. Du vorwärts. Du, fahrst du eigentlich? Gehst du mit dem Auto? Nein, mit einem Träger. Nehmen wir Träder, okay. Du Schatz, ich sehe gerade, die Rate hat einen Platter. Na, prima. Dann nehme ich halt einen Scooter von einem Kind. Okay. Und du kommst so runter? Schau. Das hast du gesehen. Ja. Schatz, er ist noch lang. Ich glaube, Dampf, ich habe ich schon gehört. Ja, eine kleine Scheu muss ich mir halt schon machen. Das wäre nicht schlecht, ja. Ja, wahrscheinlich, da sind einmal die Frauen und die sind so ordentlich, die reden dann einmal gleich so blöd. Ja, die Duschen, ich kenne sie, ich habe es auch schon mitgekriegt. Das ist brutal. Ja, was noch hast du wieder? Ja, die Alte vom Kurt, hast du die gesehen? Ja, jetzt muss man aber hören, gell? Weil so ist es doch nicht. Du bist schon mies. Ah, das hast du aber lieb gesehen, Ja, gelegentlich schon, ja. Schatz, ich werde parat. Die Rollertreifer sind pumpt. Stark, ja. Bist du gerüstet? Ich bin parat. Und du? Ja, ich komm ja schon. Hast du ein bisschen Parfüm aufgetan? In Gelb? Partnerlook, hä? Der Lippenstift habe ich vergessen. Wir finden uns schon einen. Hast du Geldtasche mit? Sie haben nicht dabei? Ja, weißt du, weil nicht wieder aufschreiben lassen. Ja? Nein, diesmal kann ich alles zahlen. Also, kommen wir. Komm mal. Aber nicht so schnell, wahrscheinlich mit einer depperten Schuhe da. Ja, aber das Match fängt gleich an, bitte komm jetzt. Was hast eigentlich du für ein Fahrrad? Das habe ich ausgeglichen. Okay. Hageltag. Jetzt darfst du mal das Fahrrad bedienen. Das ist eine Sauerei. Ich muss es da lernen abstellen. Aufsperren tue ich es nicht, die hat es eh ausgeglichen. Ja, das ist ja. Wer ist schon das heute? Das ist der Präse, der Harry. Kennst du nicht im Anzug? Sicher. So einen Anzug gibt es noch einmal. Ja, aber der hat doch sicher froh und die schauen den Klee und der hat doch ein schönes Häs auch im Kasten. Fußballplatz nicht. Servus Adi, grüße dich. Keine normale Eintrittskarte, Schatz. Okay. Ich will nämlich ins Clubheim rein, weil, wenn ich aufs Klo muss, mag ich nicht unter der Tribüne, unter das Grauslige da. Verstehst du? Verständlich. Das ist so gruselig. Weil ich will ins Clubheim rein, ins Klo. Also das VIP-Klo in dem Fall. Ja, ob das VIP ist oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Die haben 2 VIP-Karten bitte. Gibt's keine mehr? Was gibt's gar nicht mehr? Ja, es gibt keine mehr für so Normalsterbliche.
Sie zum Club heimgehen, sie haben Softversuch, man ließ sie draußen stehen. Alle mit dem Bändchen kommen hier nur rein, VIP-Club in Clubheim drin, was für eine Schweinerei. Alle denken daran, an diesen Tag, an dem es das VIP-Zelt noch gab. So schön stand es da und es war klar, für VIP-Gäste wunderbar. Harry, ich kann nicht mehr atmen, ich glaub, ich bin durstig, ich glaub, ich will jetzt da rein. Harry, was soll ich jetzt machen? Ich glaub, ich muss sterben, bin auch Teil von dem Verein. Nein, mein Fan, das bist du nicht, und bitte glaub mir, du bist eh schon dicht, das ist der VIP-Club und jetzt keine Diskussion. Beim ersten Mal tut's richtig weh, doch auch das geht vorbei, du wirst schon sehen, hier ist der VIP-Club und jetzt keine Diskussion. Hast du das gesehen? Der lässt uns jetzt da stehen. Wahnsinnig. Aber ich gehe nicht auf das blutige Klo. Nein, das ist eh keine Diskussion. Ja, und jetzt stehen wir da mit vor. Sollen wir wieder ab? Ja, Ich fühle mich ein bisschen krank. Ich glaube sowieso, du hast den Coronavirus. Komm mit. Also Corona gibt's da haben. Ja, Sport reicht. Wie meinst du jetzt das? Ja, der Kurtle daheim ist todkrank gewesen und mal hörte, das Mensch ist, Chuck ist wieder zauflisch. Ja, das stimmt. Mir geht es jetzt mal viel besser. Und ich hab da. Der ist echt gut hier. Das ist der Kirsenschnaps vom Mountainbike Club. Nasse Kurbel, nasse Gurgel, lahme Kurbel von Fraxler, das ist der Kirsenschnaps von Fraxler. Das haben sie uns gespendet. Der ist sauber. Das ist gespendet, weil die sind nicht zum Eigengebrauch da. Ach so. Ja, aber, Entschuldigung, was passiert mit der Spender wirklich? Wir haben uns gedacht, wir machen das ganz einfach. Unsere Nachbargemeinde. Der Name wird nicht gern gesehen. Ja. Unsere Nachbargemeinde hat eine Mannschaft in der ersten Bundesliga. Ja. Und die können garantiert die Spender der Bucher. Und das könnte man ja, glaube ich, Spender, ich glaube, das gehen wir ja auf Dose, oder? Ja, das können Sie sicher Bucher, ja. Hier ist gerade der Zufall weg, Moment. Ah, ja, okay. Jetzt haben wir gerade der Trainer in der Leitung von unserem Nachbarn da, den Bundesligisten. Hallo, Alex Pastor, hallo, bist du da? Guten Abend, Holmes, guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Hallo Herr Pastor, Guten Abend. wir haben Ihnen gerade verkündet, dass Sie eine Spende bekommen. Sie werden 1200 Liter Original Krisenschnaps kriegen. Was tun Sie mit dem? Ja, was kriegen wir? Original Krisenschnaps. Ja, Krise haben wir keine mehr. Nein. Krise. Ja, nicht Krise. Was ist Schnaps? Krise, das ist Original. Was ist Krise, Schnaps? Kirschen? Ja. Kirschen habe ich. Ja. Wenn ich wiederkomme, dann sehe ich die Kirschen aus Amsterdam. Ja, das kenne ich. Ja, Krisenschnaps, das ist gut, ne?
Wie viel Prozent hat er? Über 40, über 40. Aber das ist gut, das können wir gebrauchen. Jawohl. Aber immer noch weniger, wie gerne sind. Ah ja. So, und was tust du mit dem Krise Schnaps? Ja, wir können das gut gebrauchen. Jetzt ist ein bisschen die Mannschaft kränkelt noch ein bisschen jetzt in die Frühjahr. Wir haben verschiedene noch in die Erholungsphase. Wir nehmen das zum Einreiben und zum Trinken. Okay. Ja. Wie in Holland. Ja. Wir machen das. Herr Pastor, unter anderem ist schon noch ein Kleid von der Conchita Wurst dabei. Was tun wir mit dem? Was ist dabei? Ein Kleid, das Conchita Wurst beim Song Contest. Ja, machen wir ein Wurstbrot. Was machst du? Oder die Haut für die Wurst. Machen wir die. Nein, die Conchita Wurst, wer ist das? Helfen Sie mir. Ich kenne nur Rudi Carell und Boris Carell und ja, was sagt? Ja, da ist nicht nur der Verein ganz sauber, da muss der Trainer rum. Da, Herr Pastor, aber wenn ich Sie gerade am Telefon habe, Sie haben ja so einen kirchlichen Namen. Jetzt, wenn ihr gerade da sind oder am Telefon sind, könnten ihr noch ein Lied wünschen für uns. Ich kann mir was wünschen. Ja, du kannst dir ein Lied wünschen. Hast du einen speziellen Wunsch? Ja, ist schwierig. Ich habe so viele Lieder, wo ich gerne habe, aber ich brauche für die Mannschaft auch ein bisschen eine Aufmunterung, so für die Kabine. Da hören wir meistens, ich kann das ja sagen, wir hören meistens die Lied von Dr. Alban, dieses mit der geistlichen Unterstützung, Halleluja. Ah, okay. Ja, alles klar. Würde mich freuen. Ja. Alles klar, Herr Pastor. Dankeschön. Vielen Dank, das Halleluja können wir oben nur, so stimmt der nächste Reha. Das tun Sie garantiert. So, aber unsere Sendezeit ist nun leider auch zu Ende. Der Terence und ich würden noch die Spender höchstpersönlich da zu der Nachbarung bringen. Oder? Ja, werden wir uns das sehen. Ja, passt. Wir sind am Schluss, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, wir sind beim großen Finale von der VfB Wunschbox 2020. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem letzten Act. Ladies and Gentlemen, Bühne frei mit Dr. Alban und dem Hit Halleluja! La puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.
einmal Bühne frei für Dr. Alban! La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Das war der VfB Ball 2020. Wir haben noch 2-3 kleine Punkte, 2-3 Sachen, die wir noch erwähnen wollen. Wir wollen uns nochmal bedanken bei folgenden Sponsoren, beim Lusthaus für den Sektempfang und bei der Firma Vorburger. Recht herzlichen Dank. Ebenfalls ein recht herzliches Dankeschön der Stadt Hohenems und du am Salvat, Wolfi Gechter. Herzlichen Dank. Und nochmal erwähnen, wie es der Hadi am Anfang gemacht hat. Ich glaube, dass der Service vom Serster ausgezeichnet ist. Ein riesengroßer Dank gilt noch am Catering, an Michael Mike Häfele. Für den Ball gibt es natürlich auch professionelle Fotos. Leider haben wir das ja noch Birgit engagieren können.
Dafür haben wir einen Weltklasse-Mann nachbesetzt. Recht herzlichen Dank unserem Fotograf Flo Ricci Mettauer. Wo ist er denn? Also 60. Oh, der Kamera ist abgehauen. Was? Der Kamera ist abgehauen. Nein, schaff. Das wird schon ein paar Fotos machen, hoffentlich. Wir haben auch uns so bedanken, der im ganzen Vorfeld die Wirtschaft organisiert hat und das als macht ja Vizeobmann Hannes Macher. Ja, schauen wir mal die tolle Tischdekoration an. Die kommen natürlich nicht von irgendwo her. Die kommen von der Dame da hinten. Recht herzlichen Dank bei Beatrix Abra für ihren super Einsatz. Herzlichen Dank. Person, die den Ball im Vorfeld mitorganisiert hat, der für viel verantwortlich war, für Karten, für und, einfach für ganz viel. Vielen Dank, Patrick Kalin. Ohne Technik. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, zum ersten Mal ohne irgendwelchen Ausfall durchgekommen. Aber er macht es einfach jetzt gut. Recht herzlichen Dank unserem Techniker, der ist dahinter versteckt im Kämmerle, und seinem Helfer Michael Alaba Abra. Recht herzlichen Dank. Wir waschen noch einmal. Wir würden noch eine ganz kurze Umbauphase haben, wir müssen das Gelände noch nicht durch. Danach wird halt die Band X-Lounge verwöhnen. Wie schon erwähnt worden ist, bitte keine Gläser auf die Bühne. Und Sperrstunde ist um 3 Uhr. Wir gehen jetzt aber weiter, und zwar so ein Ball wäre ohne Akteure, ohne Mitwirkende gar nicht möglich. Beim ersten Programmpunkt, beim Medley von Sissi Top, mit dabei die Familie Bösch, Levin Bösch Senior, Levin Bösch Junior und Elias Bösch. Ja, die zweite Nummer möchten wir mit einem großen Applaus auf der Bühne begrüßen. Er ist fast jedes Jahr als Solosänger auf der Bühne bei uns am VfB. Er hat sich jedes Jahr so viel einfallen. Ein großer Applaus für den Mr. Fahrrad alias Rudi Wolfgang und Instrumental. Danach synchron unsere Synchronschwämmer. Zum Glück sind es nur noch Schwämmer, weil Schwimmer werden es gar nicht mehr. Mit dabei Manuel Dolischka, Matze Brucker, Luca Seidel und André Egle. Jawohl, und weiter geht's mit der nächsten Nummer. Er hat euch verzaubert mit Schnitzel und Papa Dunga, Mama Dunga, Entschuldigung. Recht herzlichen Applaus für Papa Dunga, alias Levin Bösch und sein Tenor Martin Bischof. Ist es noch mit einem Liederwunsch, der direkt aus Amerika gekommen ist. Wie hat wohl einer gesagt, ich kenne Arnold Schwarzenegger, aber ich liebe Thomas Fussenegger. Es ist aber schon viele her. Mit dabei als Andreas Cavalier, Levin Bösch Senior.
ein schwer kranker VfB-Fan alias Stefan Fustenecker mit seiner Frau Beatrix Aberer und alias der Harinach-Imitator Rudi Wolfgang. Instrumental begleitet von Leventhal Junior. Und zu guter Letzt, der letzte Act, der ist immer ein Höhepunkt und das sind sie alle Jahre wieder. Wir haben sie heute verzaubert mit dem Dr. Alban. Bei uns nun René Golischka, Manfred Rieder und Julian Hamschmidt. Ja, und meine Damen und Herren, zweiter, geben wir mal den Wort. Wir möchten uns natürlich auch recht herzlich bedanken, vor allem bei euch, dass ihr wieder so zahlreich zu uns gekommen seid. Jedes Jahr sind wir so verlässlich bei uns. Und das ist auch für uns Akteure echt ein cooles Zeichen, dass der Ball immer nach 20 Sekunden einfach ausverkauft ist. Da ist keine Chance mehr zu einer Karte gekommen. Das ist für uns ein tolles Zeichen. Wir geben jedes Jahr das Beste und wir möchten uns im Namen von allen Akteure recht herzlich bei euch allen bedanken. Dankeschön. Hey! So, also, ich habe mal jetzt stopp. Schau dir da mitgegangen, wir haben ja zwei brutale Typen in Österreich. Ich weiß nicht, irgendwie ein Buddy, Benzer und ja genau. Die zwei haben das super gemacht mit Fustenecker Thomas und Lucky Beck als Bud Benzer und Terence Hill. Ich glaube, der gehört dann, oh! Und eine kleine Show-Einlage. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, gestern, lassen kurz zu, bei der gestrigen Vorführung hat der Terence Hill aus der Nase blutet. Aber es ist alles wieder gut. Die Nase ist gebrochen, aber alles ist gut. Also, danke euch, viel Spaß und ciao.